Moin moin, hallo, hi, Hosa. Willkommen hier zurück zu einem neuen Stream. Dieses Mal Genshin. Ja, ich meine, wenn ich nächste Woche die neue Story weiterspielen will, dann muss ich doch vielleicht mal die alte komplettieren, ne? Wir haben da so ein bisschen was vor uns. Und da sind wir. Beim letzten Mal mussten wir jetzt ziemlich abrupt aufhören. Es hat uns auch so ein bisschen aus dem Fluss rausgerissen, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir die ganze Zeit ein Mysterium lösen wollten. Aber gerade dann, als begonnen wurde, dass sich alles auflöst, musste ich ins Bett. Oder was das war, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch schon einen Monat her, das kommt ja auch noch dazu. Entschuldigung dafür, aber ja, wir sollten wahrscheinlich trotzdem sehr schnell wieder reinkommen. In diesem Sinne, herzlich willkommen. So. Wir starten auch schon sehr spät und ich weiß nicht, wie lange die Story gehen würde. Da ich morgen ja auch noch frei habe, gibt es keine große Begrenzung nach hinten, außer meine eigene Müdigkeit. Aber ein bisschen beeilen sollten wir uns wahrscheinlich trotzdem. So, 4,5 Stunden ist jetzt auch nicht wirklich die Welt. So, okay. In diesem Sinne, Synchronitätstest, damit auch alles soweit gut und perfekt ist. Ah ja, die Taste geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In diesem Sinne, Synchronitätstest, damit auch alles soweit gut und perfekt ist. Ah ja, die Taste geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super groß ist es ja sowieso nicht um die Synchronität von Genshin bestellt, wenn man bedenkt, dass die Voicelines nur nach der japanischen, nein, nach der chinesischen Synchro gemodelt sind und ja, die Lippensynchronität sowieso in den Cutscenes nur im seltensten Falle gegeben ist und auch eher nur durch Zufall. Aber der Rest, was auch immer der Rest genau sein wird, der keine große Rolle während der Story spielt, der soll wenigstens passen. So, okay, dann schauen wir mal. Wir müssen nach oben, wir müssen in Riceys Büro. Der Gute hat... Wie war denn das noch? Der hat uns verarscht. Nach Strich und Faden. Er hat einiges an Erklärung zu leisten. Er hat vor allen Dingen Linny verarscht. Ich weiß gar nicht, ob er aufgeklärt hat, wieso er das getan hat. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich sollte die Quest noch highlighten. Ach so, noch weiter hoch. Alright. Müssen erstmal gucken, wie das ging. Haben wir einen Teleport? Vielleicht noch nach weiter oben? Hier? Vielleicht? Ich bin der Meinung, das ist der, den ich hatte. Ich will jetzt nicht in ein niedrigeres Stockwerk wechseln, aus Versehen. Ja. Merkt man's oder merkt man's nicht? Ich habe keinerlei Orientierung mehr hier. Ich bin hier auch offstream nie gewesen. Nicht so wirklich. Was habe ich denn hier auch zu suchen? Was ist denn hier in der Festung? Nur Zeug, was ich nicht machen kann, weil ich das hier alles lieber on-stream einsammeln will. wann auch immer ich meine Erkundungsstreams mal starten will. Wir haben da ja noch einiges. Ich muss mit den Word-Quests zu Potte kommen. Dazu ein Update übrigens, das kann ich ja mal gerade sagen, wenn wir dabei sind. Ich sollte hier soweit gut dabei sein. Ich glaube, da können wir die 90% mittlerweile erreichen, die ja das Ziel sind. Nur hier hinten, das kostet mich noch ein bisschen Überwindung. Aber wenigstens mit einer bin ich so allmählich zu Potte gekommen. So, das ist schon wieder der Fahrstuhl nach unten. Ja. Dann versuche ich wohl doch mal die Teleporte. Den da? Ja. Okay. Hätte ich mal von Anfang an gemacht. Ist okay. Ah, stimmt. Ich glaube, wir sollten jetzt zur Krankenstation wegen Freminate, den sie aufgesammelt haben. Der hat wohl irgendwie urzeitliches Wasser geschluckt. Oder so.
Hey. He's awake. Fremine, how do you feel? Lenny. Lynette. We're all here. Where am I? The infirmary, at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine. And you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. Einmal in der Story, oder? Dein Bruder hat uns die vorgestellt und danach habe ich nie wieder was mit ihm gemacht. Ja, also ich würde das unterstützen, tatsächlich. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Mir fällt gerade auf, dass ich die Lautstärkeregelung nicht ganz im Griff habe. Wir machen einfach mal, so. Ich muss nur aufpassen, dass ich gleich nicht übertönt werde und ich mache mein Mikro die ganze Zeit aus, weil ich eindeutig sehr rausche, wenn hier keine Musik spielt. Was ist passiert, nachdem du in das Rohr gegangen bist? Also, ein paar Tage ist es ja schon her. Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? Nette Musik. Also ich weiß nicht, ob das nicht zu leise ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie das Genshin-Mischverhältnis ist. Sag mal, was hast du denn für ein Bild? Ich weiß gar nicht, wie man den baut. Aber irgendwas sagt mir das... Na gut, Säckelfische, vielleicht ist das ganz gut. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Fremine? Nein, ich glaube, ich habe keinen. Oh, da kann ich gerade nicht reingucken. Okay, nehmen wir einfach mal an, ich habe keinen. 4 Stars. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? 4-sternige Charaktere snipe ich nicht, weil das ist ein zu großes Glücksspiel. 5-sternige ist irgendwie viel einfacher zu erreichen. Außer die 4-sternigen sind zufällig gerade im 5-sternigen Banner. Irgendwas sagt mir, dass wir das Ganze nochmal bereisen müssen. Sieht auf jeden Fall sehr ominös aus. Ich mag die Musik, die hier spielt. Ja, das mit dem Tor der Wiedergeburt habe ich mitbekommen. Danke, Spiel. Wir wollen mal schauen, ob wir es brauchen. Gut. Und einmal drehen. Weil, genau, Fremine besitzt keinen Gleiter. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Inwiefern? Aber in eine andere Richtung kann ich es ja nicht drehen, oder? Vielleicht da unten?
Den Text kann ich nicht lesen, ehrlich gesagt. Ich bin zu langsam. Also, er hat einen Gleiter. Da unten sind wir ja gestartet. Das wird mir nie weiterführen. Wobei... Das da unten ist doch auch eine Drehung gewesen. Aber dann komme ich hier nicht wieder hoch. Ich muss versuchen, den Text zu lesen. Kann nicht in diese Richtung gedreht werden. Das ist alles, was da steht. Vielleicht sollte... Hey, come on! Erst in den richtigen Winkel drehen. Ah, okay. Ja, gut. Es ergibt eigentlich Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Wenn es da oben feststeckt, ist es da unten halt nicht der Fall. Manchmal ist man zu blöd zum Denken. So, ich hoffe, ich habe jetzt was gelernt für weitere Rätsel dieser Art. Bleibt abzuwarten, ob das wirklich der Fall ist. Irgendwas sagt mir, dass ich den Propeller schon mal gesehen habe. Oh. Oh, oh, oh. Ich kann doch bestimmt auch Schätze einsammeln, während ich hier bin. This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. Ich war eigentlich sehr froh darüber, dass wir keine Frames auslassen in diesem Stream. Das ist jetzt bereits vorbei. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder los ist. Es hat ja mal ein paar Streams geklappt, aber gestern war eine Katastrophe, was das anging. Auch wenn ich nicht viel drüber geredet habe. Und heute... Ja. Sieht auch nicht sehr gut aus. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. Ich lasse den Sound jetzt mal lauter. There are traces here too. I need to keep going. Ich glaube, die Musik selbst übertönt mich nicht. Maximal sein Gerede. The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the... My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Wenn das sofort passiert ist, wie kann er dann tagelang weg gewesen sein? Hat Ricey ihn einfach irgendwo versteckt und er ist kürzlich ins Krankenzimmer gebracht? Ja, Mensch. Also schwimmen kann er noch ganz gut. I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. Ja, stimmt, Klo, wie hieß sie noch? Ich will den Namen nicht falsch aussprechen.
Was ist das? Chlorin? Hat ihn gerettet? So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak, Fréminet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Got it. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Lenny? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. Na, das hat sich doch alles schön aufgelöst dann. Okay. Vom Grafen zum Herzog. Mal sehen, ob die ihren Tee mittlerweile fertig getrunken haben. War ja nur ein Monat. Excuse me. I take it Mr. Fréminet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewien? I wanted to check up on Miss Clarande. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now, then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Okay, enlighten us. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Okay. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. Okay, warum hast du sie nicht aufgehalten? Ja, ich schätze mal, weil er nicht wirklich deren Gegner ist. Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here.
Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went, so I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Liddy's group would just do your work for you! You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremine has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Oh, Alex, das ist schon ewig her. Ich weiß nicht mal, ob das dieses Jahr war. Es könnte sogar schon letztes Jahr gewesen sein. Auf jeden Fall ist das eine ganze Weile her, dass der gestorben ist. Aber der Manga wird weitergeführt von... Wie war das? Seinem besten Freund? Habe ich gehört? Und damit haben wir auch schon das Wissen von mir über den Berserk-Manga ausgeschöpft. Das ist alles, was ich darüber weiß. Nichts Inhaltliches. Wirklich gar nichts. Are the rumors true? That you're also a former criminal? Now, why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right! Paimon wanted to ask, who invited Clorinde down here? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Clorinde could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. Ich muss aber sagen, ich bin sehr enttäuscht darüber, dass er nicht mal eine Taucherglocke über den Kopf gezogen hat. Was soll denn das? Was befindet sich in der verbotenen Zone wirklich? That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Natürlich. Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? Lass mich raten. Urzeitliches Wasser. That's it. Follow me. Vielleicht ist das eine der Positionen, wo das aus dem Boden sickert. Weil irgendwo muss es hierher kommen. Und der einzige Grund, warum die Zone verboten ist, ist, weil es jeden gefährdet, der dahin geht. Also, ich denke mal, das wird es wahrscheinlich sein. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Okay, dadurch. Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! Bye bye Musik. So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. Das ist... Ich weiß nicht, was es ist. What a huge door! Eine riesige Tür. There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone.
Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Tja, und plötzlich ist es wohl kein so großes Geheimnis mehr. Dafür, dass er es uns erst nicht sagen wollte, macht er jetzt ja überhaupt keine Anstalten, dass wir es für uns behalten sollen. Huh. So there's a switch on the side. Stand back. There tends to be. Always. Bei Türen hat nicht gelogen, auch wenn die dritte sich ein bisschen Zeit They all lässt. just went up one by one. Paimon, okay, das reicht jetzt. Ich hab's gesehen. Stell dir vor. Was ist das in der Mitte des Raums? Na, urzeitliches Wasser, oder? Wir gucken nicht nach unten, weil da unten wahrscheinlich jetzt Wasser ist. Go on, have a look. Okay. Okay, ich hatte Unrecht. Dieser Raum ist ziemlich leer. Was an sich schon ziemlich seltsam ist. In der Mitte des Raums befindet sich ein Apparat, der wie eine riesige Schleuse aussieht. Also gut, es ist noch verdeckt. Ja gut, wenn man die Möglichkeit hat, warum sollte man es offen lassen, sodass jeder einfach reinfallen kann? I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it. But it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. Er weiß nicht, was dahinter ist. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Gut, gut, danke für den letzten Satz, sonst hätte ich gedacht, der steht immer auf volle Pulle. Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Wasserdruck. Any guesses what the reading could be tracking? Wasserdruck. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. Ja. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Also wenn hier nicht wirklich eine Quelle versiegelt ist, sondern wirklich bloß ein Messgerät, dann weiß ich nicht, warum das so geheim ist. Da muss doch noch mehr dahinter stecken. Das Wasser des Urmeers tritt kontinuierlich ins Meer. Vielleicht von hier aus. Weil die Konzentration innerhalb dieses Raums höher wird. Was ehrlich gesagt auch meine erste Vermutung war. Aber ich glaube, es gäbe mehr Quellen als diese eine. Yes, that's very likely. Hi, Trapper. Forget about the two of us! Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Der dritte Elden Ring. Warte mal. Das finsterste Ende in Elden Ring ist das Dunkelfresser-Ende. I don't know. Ich erinnere mich gerade nicht an alle. Es waren ja, glaube ich, 7 Stück.
Ich weiß nicht, wie das mit dem, Golden Mask Ende war. Wie hieß der noch? Ich glaube, ja, die goldene Maske? Ich weiß nicht. Es ist ein bisschen länger her. Ich muss das alles wieder auffrischen. Ich vergesse Zeug, wenn ich mich lange mit etwas nicht beschäftige. Okay, Entschuldigung. Es kommt ja noch. Sobald wir eine DLC-Ankündigung und einen Zeitraum haben, werde ich Elden Ring nochmal durchstreamen. Keine Sorge. Aber bis dahin entfleuchen mir leider Sachen. Sorry, ich weiß, dass es Elden Ring sein soll. Nee, ich finde es ja auch an. Amüsant, den Verschreiber. Ist ja okay. Wir ziehen hier nicht damit auf, höchstwahrscheinlich. Mir passiert das 30.000 Mal, wenn ich schreiben würde. Okay, wenn das Urmeer wirklich durchsickert, wenn diese Schleuse geöffnet wird, ist Fontaine dem Untergang geweiht. Ja. Generell, also die Leute von Fontaine, alle anderen sind ja scheinbar safe. Was halt sein sehr großes Mysterium in Bezug auf Tartaglia ist, weil er ist einer von den Leuten, die safe sein müssten. Weil vielleicht ja nicht. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the Primordial Sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. Wer baut man überhaupt eine Festung unter Wasser? Ja, wohl nicht mit Baugeräten und Mechas. Also mit Leuten? Vielleicht von anderen Nationen, die darin schwimmen können? Vielleicht war es auch nur in der Höhle und mittlerweile ist die Höhle geflutet. Ein bisschen was Einfacheres, dass man nicht unter Wasser sein musste. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie die Versiegelung gebaut wurde, ohne dass es Milliarden Opfer gab. Weil bloß in dem Wasser sein tödlich ist. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea.
By the way, Linus, meine Modliste in Skyrim hat einen lustigen Bug, also kann zwar nervig sein, aber trotzdem lustig. Fast immer, wenn Draugere Fusroda schreien. Auf mich crasht das Game. Mein Schaf fliegt im Game und fliegt und das Game crasht? Okay. Gibt's dabei wenigstens dann so einen Soundbug, der das irgendwie super mächtig klingen lässt? Spezifisch Drauger. Na gut, ich weiß nicht mehr. Ich habe Skyrim vor... Ja, ich habe es im Release-Jahr gespielt. That's it. Ich habe es vor 12 Jahren das letzte Mal gespielt. Also, weiß ich gar nicht mehr, wer das alles casten kann, aber... Nö, dennoch. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, es passiert nicht zu oft. Ja, interessant. Was ist dein Weg, das zu umgehen? Tötest du sie einfach schnell genug? Oder snipest du sie irgendwie One-Shot-mäßig? Meins war es leider nicht so. Ich habe leider recht schnell feststellen müssen, dass Bethesda Games nichts für mich sind. Ich hatte schon mal eine Erfahrung mit Fallout 3 und Oblivion habe ich nur für Modden und Machinima Making gespielt. Bei Skyrim habe ich es versucht, einen normalen Playthrough zu starten, habe aber sehr schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Und ab da habe ich nichts mehr versucht. Ich wollte ja jetzt auch Starfield spielen und habe sehr schnell festgestellt, die hatten so eine Präsentation, wann war das, auf der E3, die sehr vielversprechend aussah, aber boy, so überhaupt nicht, nachdem ich da so ein bisschen mehr nachgeforscht hatte. Interessanterweise, wann war denn das? Der Tag, als es mir so schlecht ging, ne? Donnerstag. Ja, am Donnerstag. Da saßen Nicole und ich zusammen, uns ging es beide schlecht. Sie hat einfach Starfield angemacht und da 4 Stunden gespielt. Und, ja. Das Problem ist einfach, wie diese Spiele aufgebaut sind. Es ist alles so clunky. So unnatürlich. Und ich habe das Gefühl, über die Jahre hat sich deren Story, nein, nicht Storymaking, darüber weiß ich ehrlich gesagt zu wenig, das Game Design so wenig weiterentwickelt. Wie bei Piranha Bytes, außer dass mir die Piranha Bytes Formula gefällt. Also haben sie lediglich Pech, dass mir deren Formula nicht gefällt. Ubisoft ist auch noch ein gutes Beispiel in diesem Bezug. Kann funktionieren, aber für mich werden wohl alle Bethesda-Spiele einfach in Zukunft wohl nicht sein. Und das gilt auch für die vergangenen. Dass die Ladebildschirme überall sind. Ja, das haben wir auch festgestellt. Wir waren das erste Mal vom Planeten runter in Space und ich war überrascht, dass man da rumfliegen konnte. Aber als wir dann versucht haben, zum nächsten Planeten zu kommen, haben wir sehr schnell festgestellt, wir waren auf dem Planeten, gingen mit dem Ladebildschirm in Space, um über einen anderen Ladebildschirm in ein anderes Space-Areal zu kommen, um dann mit einem neuen Ladebildschirm auf den nächsten Planeten zu laden, wo man sich denkt, spart ihr das Space-bisschen dann? Als sie das vorgestellt haben, dachte ich, man könnte da einfach selbst fliegen. Selbst wenn es, sagen wir, eine Planeten-Map ist oder so. Aber dass du Planeten, die du sehen kannst, wirklich ansteuern kannst. Quasi so im Sonnensystem spacemäßig fliegen. So scheint das überhaupt nicht zu sein. Und wenn du auf dem Planeten landest, findest du einfach nichts Interessantes. Es war einfach bocköde. Das ist einfach so stressig gewesen mit den Ladebildschirmen. Und in Skyrim existiert das Ganze ja auch, außer dass du halt eine Oberwelt hast, die du nahtlos bereisen kannst. Und lediglich für alle Höhlen oder Häuser, die du betrittst, Ladebildschirme hast. Aber du hast durch die eine connectete Oberwelt halt einfach schon weniger davon. Ich verstehe auch, wieso das so ist.
Weil alles andere technisch für sie einfach unmöglich zu regeln war. In der Zeit, die sie hatten. Die schon eine ganz große Zeit war. Einfach nur durch die Tatsache, dass sie sich komplett übernommen haben mit der Dimension, die sie aufziehen wollen. Ich meine, Ambitionen an allen Ehren, aber wenn das dabei rauskommt, ich weiß nicht, man hätte trotzdem alle enttäuscht. Ich glaube, es gab nichts, was das hätte retten können, außer 10 Jahre Entwicklungszeit und das Ganze irgendwie nahtlos möglich machen. Wobei, ich glaube, das hätte nicht geklappt. Starfield war schon ewig lange in der Entwicklung. Also wirklich. Ja, sie nutzen dieselbe Engine. Die ganze Zeit weiter. Das ist das Grundproblem. Die Engine. Engines sind halt limitiert, wenn sie älter sind. Weswegen neue Generationen von Engines entstehen oder eine ganz neue entwickelt wird. Und ja, Bethesda ist stolz auf ihre Engine, aber die war halt schon von Anfang an ziemlich meh. Sie hätten wirklich statt einem neuen Spiel eine neue Engine machen müssen. Man fragt sich da so ein bisschen, wofür war der ganze Fallout 76-Scam? Das sollte doch Geld in das Studio spülen. Aber scheinbar ist davon irgendwie nichts an die richtigen Stellen geflossen. Ich weiß nicht. Na gut. Genug davon. Es ist zumindest schön, dass du Spaß mit Skyrim hast. Wäre es auf Unreal oder so gewesen, wie man No Man's Sky... ja, hätte man alles anders machen können. Ganz genau. Und der einzige Grund, warum mich Starfield interessiert hat, war, weil es so aussah wie No Man's Sky, nur halt mit einer Connected Story. Tja, jetzt, wo das Thema vorbei ist, richte ich meine Augen wohl auf... Wie heißt es? Quadring 46? Der Star Citizen Singleplayer. Der wird wahrscheinlich das, was ich mir von Starfield erhofft habe. Und, sieht auch vielversprechend aus. Also mal schauen. Vielleicht kriege ich es ja doch noch, was ich wollte. Ich habe gerade einen Durchlauf von dem Haus Walkengebiet komplett gemacht, bis auf den Boss. Hui, das war knapp. Aber manchmal läuft das so. Dann hast du aber gerade noch gut genug gespielt. Ja, vielen Dank. Ich mache auch weiter. Hättest du die Prophezeiung für Barrymore? Nimmst du sie ernst? Also ich denke, ja. Das Urzeitwasser ist echt. Es löst Leute auf wie Brausetabletten. Ich würde sie ernst nehmen. To be frank, not really. Ach so. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Okay. Was gedenkst du zu unternehmen? Was kann man unternehmen? Man kann nicht runter. Man kann das Ding auch nicht aufmachen, wenn das wirklich Wasserdruck ist. Sobald es geöffnet wird, schießt es raus. Aber das passiert auch so oder so irgendwann. Ablassen kann man es auch nicht, weil man dann das Wasser in der Umgebung verseucht. Man bräuchte eine Höhle, in die man das umleiten kann. Was nicht verhindert, dass es über das Grundwasser trotzdem austreten kann. Ich habe keine Ahnung, was er machen kann, ehrlich gesagt. Abpumpen. In Behälter. I don't know. Was gedenkst du zu unternehmen? Let's go somewhere else. I want to show you something. Ja, vielleicht existiert ja schon irgendwas. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What?
After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if your grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Mm-hmm. Good. Saves me a bit of time explaining. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? War das wirklich nötig? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Können wir damit aufhören, bitte? Danke. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. Ja, eine bewegende Tür reicht ja schon aus. Und wenn da 3 sind, muss ich das auch unbedingt Paimon really thinks everything's super cool. kommentieren. Ja, aber alles hat Grenzen. Ganz normaler Raum mit einem Fenster. Und ich glaube, das Fenster könnte sehr interessant werden. Well, let's spice it up a bit. And here you go. Was ist das? What a huge ship? This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? I ship it. How much do you know about Fontainian history? Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. Und wer baut das genau? Doch nicht nur deine beiden Ingenieure da hinten. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontainians need something to hold on to cope with the impending disaster. Ein großartiges Projekt. Warum musst du es so heimlich durchführen? Vielleicht um Panik zu verhindern, ganz einfach. Ich weiß nicht. Wir lassen ihn selbst erklären. Habe auch gesehen, dass es in Elden Ring 3 weitere Arten von Augen gibt, die man bekommen kann. Weiß ich gar nicht mehr. Über Augen in Elden Ring weiß ich nichts mehr. Ist, wie gesagt, zu lange her. Warum musst du es so heimlich durchführen? Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now.
I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Was sind das für dampfende Dinger da? Seems like you're good. Oh, Come on, I'll take you back. okay. Die dampfenden Dinger sind auf dem Metall. Das sind also keine Erdlöcher. I'll leave you here for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Er meint damit meine Entscheidung darüber, dass meine Entscheidung darüber entscheiden wird, was Linné und die anderen als nächstes tun. Ja? Also hat er das nicht wortwörtlich gesagt? Anders gesagt, wenn ich Linné die Wahrheit erzählen möchte, muss ich ihm klar machen, dass wir es im Moment uns nicht leisten können, so viele Konflikte zu schaffen. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Werden wir. Great. I look forward to what happens next. Ich kann überhaupt nicht lesen, wie relevant das für sie sein sollte. Das kommt drauf an, was sich Arlecchino aus der Prophezeiung macht, oder? Tartaglia war sowieso nur ein Vorwand. We're back! Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. Wir haben ihn nur ein einziges Mal Tee trinken sehen. Wie können wir schon bereits wissen, dass er ein Junkie ist? While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sejuin. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so it should have been the 2 of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Also, was sie gesagt hat, wird nicht unwichtig sein. Und scheinbar hat sie vielleicht andere Leute gehört. Also zumindest die Frau scheint eine andere gewesen zu sein. Und ich meine jetzt nicht Chlorint. Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Warte erstmal. Hast du dich erholt? Sieht viel besser aus. Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Lieber resten statt rasten. Also ausrasten. Nobody else is around, and Miss Sejuin is also busy with something or other. So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Mirapede. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Linny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Mirapede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the 2 factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. Dann, vielleicht hast du schon eine passende Theorie trotzdem auf Lager. Deine erste Vermutung wird wahrscheinlich sofort ins Schwarze treffen. You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question.
If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. Was, ich? Nein. Wir betonen. I can't believe it. We told him. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Glaube ich ihr Or nicht. perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side, which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. Ja, das Problem ist euer Vater. Hauptsächlich. You have my gratitude. Thank you for protecting Linny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Bei Bedarf können wir wieder zusammenarbeiten. Und ich glaube, das wird auch wahrscheinlich passieren. Given your strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. Aww, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. Oh Gott, ich glaube, das Wasser bricht aus. Paimon's hungry. Oh, you've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Einfach weiter unsere Strafe absitzen? Oder kommen jetzt noch andere Sachen? Werden wir jetzt in den Bau der Arche involviert? It's time for dinner. Welfare meals now being served in the coupon cafeteria. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Yijun? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. Nun, ich hoffe, ihr gebt ihr einfach ein gutes Meal, nicht, dass ihr noch auslosen muss. What would you like to eat? Wir können selbst wählen. Ist das nicht ein bisschen unfair? Ich meine, beim ersten Tag durften wir es, okay, aber so generell, theoretisch sind wir immer noch Gefangene. Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Dann das köstlichste Gericht und die größte Portion. Me too. Don't forget Paimon. No problem. Just leave it to me. Wir haben noch Getränke. Die klingen interessant. So delicious. Kostenlose Mahlzeiten schmecken am besten. Also grundsätzlich sind ja hier alle Mahlzeiten mehr oder weniger kostenlos.
Ja, gut, dann verdient sie sich vielleicht hin und wieder mit Arbeit, aber die haben mir schon klar gemacht, dass sie niemanden hier verhungern lassen würden. Is this how it feels to be freeloaders? Wait a second, we did do plenty of work after all. Feeling full yet? How's the food? Delicious. Außerdem Milch. Nein, alles hat gut geschmeckt. Wer weiß, was sie da reingetan hat. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see, the expression on your face just now? The muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. Sijwin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office? When you said that you were protecting Linny and his siblings as well. Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Glorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Glorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. Also hat sie Tage gebraucht, ihn da rauszuziehen. Er war sehr lange weg. Ist direkt runter, direkt reingetaucht. Sie kam auch direkt. Brauchte aber bis zu unserer Konfrontation mit Risley, um durch die Schleuse zu gehen? Irgendwie passt das nicht. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Oh, I really wish Monsieur Nervula would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. Gibt kaum einen Sinn. Scheint eher ein Bürotyp zu sein. Er mag die Sonne nicht sonderlich. Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. Glorand? Glorand! Ah, it's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sijwin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremine too! You sure work super fast! Oh, it was child's play. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Is finding child and almost dying also child's play? Oh, and why aren't you eating with Sijwin and the Duke? Won't you get bored eating by yourself? Miss Sijwin was with you, and the Duke has business of his own. Actually, didn't Navia say that you went out for dinner with her as well? Yeah. First time in a long time. First time in a long time? So you mean you've gone out to dinner with her in the past? In the past, yes. You seem to be enjoying yourselves here. Ja, dank Novelette. Nun, wir sind wegen der Arbeit hier. Ja, ja. Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. Sag mal. Sollte ich das Game nicht leiser drehen? Irgendwie kommt es mir sehr laut vor. So, ist jetzt einfach mal gemacht. Ja. Zumindest mit der momentanen Hintergrundmusik kommt es mir sehr laut vor. Gut, wieder hoch ins Bett. Wir leben einfach gewöhnlich weiter wie vorher auch. Dann nehme ich den hier nochmal.
Nee, der war's nicht. Der hier? Ja, der ist es. Der untere vor oben, der obere vor unten. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich immer verwirrt bin. Invertierte Teleportpunkte. So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you sleepy too? Ja, aber darüber reden wir jetzt nicht. Ich habe noch ein bisschen Streaming vor mir. Ist das das erste Mal, dass ich sie liegen sehe? Delicious. Paimon wants seconds for free. Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! Na, sowas. Who's yelling? Paimon still wants to sleep. Dieses Geräusch klingt nach Überdruck, Wasser, ich weiß nicht. Wach auf, wir müssen raus und sehen, was los ist. Durchdrehende Maschinen. What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? No time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. They're here! There you are! Oh, thank goodness! Quisto and Lavaroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Ja, da geht's. Lavaroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Der Herzog meinte, wir sollten nach draußen evakuieren. Wir wissen, was los ist, ne? Der Druck. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Dann bedeutet das, dass unten etwas passiert sein muss. Das Erdgeschoss ist Force. It can't be that thing! Mhm. Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Hey! Be careful! Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Ja, schön. Hätten wir nur ein bisschen gewartet, da hätten wir durch die Durchsage bereits alles gehört, was wir wissen mussten. Please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Downwards and inwards. Got it. Ja, die Tür ist offen, das ist schon nicht gut. Da. They're here. Just like I said. What happened? You're just in time.
But be ready to run. Three, two, one. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. Das Wasser sah echt gut aus. Sehr splashig. Auch so ein bisschen glitschig. Neuvillette, why are you here? Oh, wir sind jetzt schon hier. Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Wolltest du uns holen, aber jetzt, wir haben da unten gerade eine Situation. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt machen können. Vielleicht wird sie mal auf sich alleine gestellt sein müssen. Sie ist ein Archon? Like, come on. Moment, wir gehen mit? Moment. Will do. You have my sincerest gratitude. Sollten wir sie nicht einfach bitten zu warten? Aber es muss schon eine ganze Menge Zeit gekostet haben für uns, so weit zu reisen an die Oberfläche. Also, weil... Quatsch. Wir sind hier, unterirdisch, hierher gekommen, von da oben. Also, wir müssten uns beeilen und nicht jetzt noch ein Treffen. So gerne ich auch dabei bin, versteht mich nicht falsch. There are a ton of Fatui and Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. Wir sollten das verschieben lassen. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. Please follow me. Okay. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the best of your abilities. Wir werden alles geben, aber wir sollten eigentlich ihn mitnehmen gerade. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. Wo ist Neuvillette? Wenn er sowieso nicht hier im Raum ist, hätten wir ihn nicht schon mal runterschicken können? It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers. Das ist also Arlecchino, das Oberhaupt des Hauses des Kamins und der Vater, von denen Linny und Lynette sprechen.
Es scheint nicht einfach zu sein, mit ihr umzugehen. Dementsprechend, hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Die hast du nicht vorbereitet, das ist eine Couch. You two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Sieht ziemlich freundlich aus, aber so einfach kann es nicht sein. Alekino ist jemand, mit dem man rechnen muss. Was? Vor dem man Acht haben sollte, sollte der wahrscheinlich eher stehen. Ich sollte besser umsichtig mit dir umgehen. Traveler, what do you think of this cake? It's a lie! Ich meine, ziemlich lecker. Ich denke, Paimon stimmt auch zu, nicht wahr, Paimon? Ne? That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. Nein, es gibt keinen Grund für Tartaglia, ihr so etwas zu sagen. Ich weiß nicht mal, ob er das wissen würde. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. Sollte man meinen, eigentlich. Ich glaube an seine Fähigkeiten. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Ja, ich mochte es, wie er von Neuvillette gewone-shottet wurde, ja. Farina sieht ziemlich nervös aus. Zwischen ihr und Alekino muss es etwas nicht stimmen. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Neuvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Neuvillette. Über seinen Aufenthaltsort habe ich einige Informationen gefunden. Soll ich damit rausplatzen? Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Ja, wir waren ein paar Tage da unten. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Das ist eine Lüge. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. And where did he go after leaving the fortress? Well... Oh nein, Paimons Aussage hat uns in eine schlechte Lage gebracht. The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? Nein. Danke, Paimon. Es gibt aber auch keine Beweise dafür, dass er verletzt oder getötet wurde. Das stimmt auch. Er ist also verschwunden. Wir sind zurück zur Ausgangssituation. Herzlichen Glückwunsch, wir wissen nichts Neues. That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the Opera House. Is it something like that? Okay, jetzt muss ich vermuten, dass sie alle möglichen Briefverkehr aus Snezhnaya abfängt. Weil ich glaube nicht, dass er den durch sie leiten würde oder ihr zeigen würde. Weil so wie Child generell über sie spricht, ist es eher... nicht abwertend, aber schon feindlich.
Sie übt immer wieder Druck aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie überzeugen kann, aber zumindest kann ich versuchen, ihre Aufmerksamkeit von Farina auf mich zu lenken. Ja, ich denke, es ist gut so zu schreiben. Ich schreibe meine Briefe auch immer so, wenn ich sie schreiben würde. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Hold on. The water in the teacup is shaking. Ja, wir hätten Novelette vielleicht wirklich runterschicken sollen. I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? Ich habe nie was über zitternden Tee gehört. Hey. Ach, er ist unten. Sehr schön. My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. Day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day! This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. I'm quite disappointed. Er brauchte ja doch eine Hand. Aber ja, es wird wohl keine großen Probleme für ihn gekostet haben. Der hatte seine zweite Hand ja nicht mal einsetzen müssen. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Marmonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. Nun,
dann ist das erledigt. I must say, we've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Heart have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. Sie verhält sich anders als sonst. Sie weist die Anschuldigungen von Alekino ernsthaft zurück. Sie meint es ernst und macht diesmal nicht irgendeine Show. Vielleicht? Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? Nichts getan oder kann sie es uns nicht sagen? Gerade eben war sie noch so überzeugt und zuversichtlich, aber jetzt ließ sie plötzlich die Luft aus ihr raus. Wie ein zerplatzter Ballon. Also, mal unabhängig von der Sache, ob sie etwas hat und ob sie das wirklich mit Leuten teilen kann, ein Diplomat aus einem anderen Land, das zusehends Druck auf sie ausübt, ist definitiv die falsche Person. Also, ich kann verstehen, wenn sie wirklich was hat, warum sie jetzt nichts sagt. My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. Und jetzt klingt sie wieder so, als würde sie sich ran aus dem Arsch ziehen. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years?
The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Neuvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Auch nicht mal sie. Das ist sehr belastend. Es ist offensichtlich, dass vieles vorbereitet wurde von dem früheren Hydro Archon. Und Farina hat vielleicht noch irgendwo ihr eigenes Spiel, aber über viele Sachen weiß sie einfach nicht genug Bescheid. Weil sie wahrscheinlich nicht seine direkte Nachfolge erfahren konnte, wie es halt bei Nahida so der Fall war, weil, wenn ein neuer Archon kommt, es existieren ja nicht zwei gleichzeitig, mal jetzt wirklich Inazuma ausgenommen, mit Baal und Beelzebul. Dementsprechend gibt es auch kein Briefing, was denn jetzt alles los ist. Also wird sie wohl einfach im Dunkeln schwimmen, was viele Sachen angeht. Und, ja. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber so wirkt es halt. Vielleicht hat sie ein, zwei andere Sachen, aber man kann wirklich vermuten, dass das meiste eher Neuvillette ist. So wie sich das bis jetzt kristallisiert. So, ich wünsche dir übrigens viel Spaß und vor allen Dingen viel Erfolg, Alex. Das, wie du sagst, war nicht sonderlich leicht. Yeah, yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Wir haben noch nicht mal angefangen zu essen. Das sind alle Themen, über die ich nicht mitsprechen kann. Ich weiß nicht mehr, was Neuvillettes Aufgabe ist. Ist er hinuntergegangen, um sich mit dem wogenden Urmeer unterhalb von Fort Meropide auseinanderzusetzen, aber kann er das wirklich alleine bewältigen? Ja. Ich war auch überrascht, als er plötzlich unten war. Und Farina hat die Wahrheit gesagt? Vielleicht? Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. Nein, 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 ich kenne die Gesetze. Ich wurde schon einmal ins Gefängnis gesteckt, weil ich einen deiner Kuchen angenommen hatte. Genau deswegen. Das war meine Belohnung, aber auch gleichzeitig der Grund, weswegen ich verknackt wurde. Ich glaube, ich verzichte auf den Kuchen. Vielen Dank. In meinen 5 Versuchen hatte ich ihn immer fast besiegt oder auch bis zur Hälfte runtergebrochen. Das ist schon sehr gut. Die Hälfte ist aber das Problem, wenn er anfängt, sich zu teleportieren. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, Traveler?
We could use the opportunity to discuss Child before I must be on my way. Okay, vielleicht können wir auch einfach gegeneinander kämpfen. Bringen wir es hinter uns. Paimon's coming too! Farina, du machst bestimmt einen klasse Job. Lass es dir nicht zu sehr zu Herzen sinken. The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you looking at me like that? Is something the matter? If there's nothing urgent, then I shall be retiring for now. Nein, ich bemitleide dich nur. Es muss anstrengend sein, die ganze Zeit so eine Show abzuziehen und nicht ein einziges Mal ehrlich mit sich selbst sein zu können, in Gegenwart von anderen. Die muss ins Bett fallen und sofort einschlafen. Das muss so anstrengend sein. Ja, Malekith hat auch einen. Hast du die Schadenszahlen aus dem Wiki oder hast du das getestet? Also? I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. Was? Oh nein, sie hat mich komplett ausgetrickst. Meine Güte, wer hätte das kommen sehen? Was könnte denn dein wahres Ziel gewesen sein? Nein, ehrlich gesagt, außer der Gnosis fällt mir da sowieso nichts ein. Das weiß ich nicht wirklich. That's what Paimon thought. Was möchtest du sagen? You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Keine Ursache, hätte nicht erwartet, solche Worte von dir zu hören. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. Ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht sonderlich. Also, einfach durch Linny, Lynette und Feminine, wie sie über sie reden. Vor Fontaine hätte ich das tatsächlich genauso gesehen, aber verantwortungsloser Vater ist es halt nicht. Ich denke mir halt, dass sie eine höchst manipulative Person trotzdem ist. Und vielleicht auch eine, die keine Zugeständnisse macht. Hast du noch etwas anderes zu besprechen? That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Linny. You mean Ridesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. Go on. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Ja, das ist wirklich ein bisschen krass. Aber er war hier, um sich verknacken zu lassen und zu einem Duell herausfordern. Chlorant in diesem Fall. Mit der wollte er sich messen. Im Grunde wäre es auch ohne die Anschuldigung ähnlich gelaufen.
Forget it. He did give us an opportunity. Man weiß aber immer noch nicht, warum die Aura Trees ihn verknackt hat. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh? Come over here, you little critter, you! Das ist kein Treffen. Ich dachte, sie meint das erste mit Neuvillette, wo er dabei war. Das ist okay. You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me! I'm begging you, please! Ein Fluch? The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. Das mag daran gelegen haben, dass jeder weiß, dass ein Kuchen von Farina zu essen gleichkommt mit, in Sachen Bestrafung mit dem versuchten Mord an Farina. Und ich glaube, wenn sie ein Stück Kuchen sieht, wird sie vielleicht daran erinnert, dass es wirklich gerade fast passiert ist. Übrigens, Alekino, du gehörst auch ins Fort Menopet, denn du hast genau dieselbe Tat begangen wie ich. Du hast versucht, einen Kuchen zu essen. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Iudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Also, mein Geld wäre in der Aura Trees. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Iudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Iudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front.
Lenny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Es erklärt zumindest ihre Nervosität. Vielleicht hat sie erkannt. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. Wie bist du zu diesem Schluss gekommen? I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. Sie hat halt keine Bekanntschaft mit Wendy gemacht. Also, ja, das muss nichts heißen. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Sie hat sehr viel zu gewinnen aus einer Kooperation, würde ich sagen. Wir sind immer im Herzen eines jeden Konflikts. Das kann sie benutzen. Neuvillette? He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Ich kann dir jetzt schon verraten, er ist der Hydro-Drache. Also... Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. Kein Ding. Wir mussten aber nicht viel tun. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir die Unterhaltung sogar noch verschlimmert haben. Darf ich fragen, was da unten passiert ist? To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. Bei uns ist die Sache so gelaufen. Sie interessiert sich zum Glück nicht für Tartaglia. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Darf ich dich etwas fragen? Permission granted. Du hast sogar die Macht, das Wasser des Urmeers zurückzudrängen. Bedeutet das, dass du eine tiefere Verbindung zu dem Hydro-Archon hast? Als Drache auf jeden Fall. Die sind alle sehr eng verwoben. Auch wenn ich mir... Na gut, Inazuma ist eine Ausnahme. Sumero auch. Wobei ein Drachenherrscher, glaube ich, nochmal was anderes ist als ein normaler Drache. Und dementsprechend bin ich mir auch nicht sicher über die Hierarchie. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase, you guys, you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics.
Okay. Was hast du im Fort Meropide gespürt? Ist es dir gelungen, diejenigen zu schützen, die geschützt werden sollten? Nee. Das ist sehr vage ausgedrückt. I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? Warum fällt uns das immer so krass auf? Theoretisch ist es nichts Besonderes. Plötzlich wird der klare Himmel bewölkt. Der Regen beginnt zu fallen und wird immer stärker. Der Nieselregen verwandelt sich bald in einen Wolkenbruch. Und kurz zuvor hat Neuvillette seiner Trauer Ausdruck verliehen. Ja, also es hängt mit ihm zusammen. Er lässt es regnen, wann immer er traurig ist. Ist das jetzt unsere Theorie? Es würde passen, glaube ich. Ein, zwei Mal haben wir ihn nicht gesehen, dass es geregnet hat, aber vor allen Dingen bei der ganzen Navia-Geschichte war es sehr eindeutig. 9. Anlauf überlebt mit 44 HP. Herzlichen Glückwunsch! Das erinnert mich an dieses Kinderlied, an das, was Fremini sagte. Es heißt, dass einmal ein Hydrodrache, also ein Wasserdrache, in Fontaine gelebt hat. Jedes Mal, wenn er weint, verdunkelt sich der Himmel und es fängt an zu regnen. Bist du etwa der Drache? You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? Er ist der Hydrodrache. The dragon of... what? Huh? Please do not be so surprised. Farina? Neuvillette, are you listening? Ah, my apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Dragon Sovereign. Also Drachenherrscher, nicht einfach Drache, sogar. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. Oh. Die Gnosis. Damit ist die Hierarchie klar. Vor den Göttern gab es die Drachen. Und durch die Entmachtung der Drachen entstanden die Götter. Interessant. And thus were born the heavenly principles. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. Na, ich bin mir nicht sicher, ob die meisten existieren. Ich würde nicht sagen, dass, wie hieß er noch? Wie entgleitet der Name? Also ich will nicht sagen Eishtar. So, einerseits. Inazuma ist ja komplett. Da hatten wir nur die Schlange und ich glaube, das trifft nicht zu. Da haben wir vielleicht nie einen Drachen kennengelernt. Dwalin, genau. Ich würde nicht sagen, dass Dwalin ein Drachenherrscher gewesen wäre. Aber vielleicht gab es nie was anderes außer Drachenherrscher. Ich meine, in Sumero ist ganz glasklar, Apep. Das war eindeutig. Das ist sehr bestätigt. Der allererste, dem wir je begegnet sind, der es eindeutig war. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history.
Ashtar kann ja kein Drache sein, da er von Zhongli erstellt wurde oder nicht. Tatsächlich habe ich das auch gedacht. Aber ich weiß nicht wo. Ich habe es mal in einem Video gesehen, dass angeblich Ashtar vorher existiert hat und eine Größe hatte, die der eines Berges gleich gekommen sein sollte. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Es könnte auch einfach ein anderer Drache sein, aus dessen Überresten dann Ashtar entstanden ist. Was ihn zu einem de facto anderen Lebewesen machen würde. Aber ich habe keine Quelle in-game dafür, die ich dir jetzt sofort herzaubern könnte, um das zu beweisen. Weswegen ich mir einfach nur unsicher bin, ob das überhaupt zutreffen kann. Also klammere ich ihn wirklich hart aus. Dvalin? Weiß ich nicht. Und das wirft mal eine andere Frage auf. Was ist mit Durin, der alchemistisch geschaffene Drache aus Khaenri'ah, der mittlerweile Drachengrad bildet? Ist er vielleicht? Also kein Drachenherrscher, künstlich erschaffen, natürlich hat er vorher nicht existiert, aber vielleicht gab es da ein Experiment, einen Drachenherrscher wiederherzustellen? Vielleicht mit verbotenen Wissen, weswegen das alles so korrumpiert, wie es auf Drachengrad der Fall ist. Und das ist der Grund für Khaenri'ahs Auslöschung? Spezifisch die Sache, dass wieder versucht wurde, einen Drachenherrscher zu kreieren. Die eine Sache, die himmlischen Prinzipien nicht erlaubt haben durch ihre neue Weltordnung, weil sie genau das entmachtet hat? Darüber könnte man nur nachdenken. Also Gold, die Alchemistin, die dafür verantwortlich ist, Albedos Erschafferin, hat da auf jeden Fall einiges zu beantworten. Man weiß ja nicht, ob die wirklich tot ist. Also höchstwahrscheinlich schon, aber man weiß es ja alles nicht. Wird noch spannend, aber das könnte wirklich zusammenhängen. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Theoretisch braucht er ja nur die Gnosis. Ein Archon mit der Gnosis wäre schwerer als, schwächer als ein Drachenherrscher mit der Gnosis. Wenn man bedenkt, wie viel Kraft, also er hat ja, er konnte das Wasser zurückdrängen. Wenn man bedenkt, wie viel Kraft sie selbst ohne die Gnosis haben, steht die Vermutung offen. Ja gut, aber wäre das nicht im Prinzip nicht schon fast hippokratisches Handeln? War es nicht ein Land von Menschen für Menschen? Warum dann ein Drachenherrscher? Um gegen die himmlischen Prinzipien, wie nennen sie es denn auf Deutsch? Ich vergesse immer. Die himmlische Ordnung, die Heavenly Principles, um dagegen vorzugehen. Vielleicht egoistisch von dem Alchemisten. Also, sie haben ja auch die ganzen Pflüger erschaffen, die ganzen Roboter und so. Es wäre auf jeden Fall, um gegen die Göttin vorzugehen, gegen den First Descender, wie auch immer man sie jetzt nennen will, um sich die alte Weltordnung zurückzuholen. Vielleicht, man weiß ja nicht, ob zu der Zeit, als die Drachen geherrscht haben, scheinbar, vor den Göttern, als die Drachen die Götter waren, die Menschen nicht auch koexistiert haben. Vielleicht gibt es Gründe, das wieder umkehren zu wollen, das wieder zurückholen zu wollen. Ich verstehe schon, was du meinst. Es scheint ja so zu sein, als wären die Drachen gestürzt worden, um das Zeitalter der Menschen einzuläuten, aber vielleicht stimmt das ja auch einfach nicht so. Weiß ich nicht. Es könnte sein, dass du recht hast. Das will ich dir nicht absprechen. Wir haben vielleicht zu wenig Informationen. Ich glaube, sagen wir es so, ich weiß zu wenig Informationen. Es existiert bestimmt mehr in der Ingame-Lore, was ich nicht weiß. Ah, please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too.
Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meropide? Paimon is a little worried. Okay, bis später, ne, Villette. Ich habe nicht erwartet, dass wir jetzt so krasses Lore noch erzählt bekommen. We'll see you another time. Take care. Das erklärt natürlich auch so ein bisschen Abheps Apathie gegen Nahida. Ja, alles gut. Ich finde diese Theorien und so zu debattieren richtig nice. Ich auch. Ja. Dann gehen wir mal zurück. Oh no. Möchte gern Filmemacher 1. Wir hatten so einen guten Lauf. Wenn man einfach Quests annimmt. Ich habe mich schon extrem damit zurückgehalten. Also wirklich extrem. Na gut. Die eine Sache, für die ich Genshin auf jeden Fall hasse. Dass ich dann nicht wenigstens einfach so eine Quest abbrechen kann. Achso, es geht nur um den Kampf. Gut. Welcher Charakter könnte denn jetzt bitte beansprucht sein? Ah. So kleiden sie sich aber auch. Wie Liuiana. Wisst ihr, was auch noch möglich... Nee, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, was auch noch möglich sein könnte, dass Zhongli vielleicht der Geo-Drachenherrscher war? Aber dann hätten wir ja einen Drachenherrscher mit einer Gnosis und das würde, wenn man bedenkt, was die ionischen Prinzipien gemacht haben, einfach nicht möglich sein. Das würde ja sofort im Keim erstickt werden, wenn das der Fall wäre. Ich dachte nur halt gerade dran, weil er als Rex Lapis ja auch diese Drachengestalt hatte. Aber das passt nicht. Ja, okay, das ist wirklich nice. Quality of Life mäßig. Haben die ansonsten noch irgendwie sowas wie eine stetige Erweiterung vom Abyss? Also von dem Abyss-Äquivalent? Ich will das alles gar nicht wissen. Ich will nur wissen, warum ihr meine Quest blockiert. Wie könnt ihr es wagen? Wenn das alles war, verstehe ich nicht, wie das unsere Quest blockiert haben soll. Brauchte ich die spezifische Gegnerhorde tot? Ich verstehe es noch nicht. Es gibt immer Story-Abysses, wo du neue Gegner kennenlernst und einen neuen Charakter... Ja, tatsächlich Charakter freischaltest, basierend auf jedem Planeten. Well, that's nice. Das klingt irgendwie sehr viel besser.
Wundert mich aber nicht. Ich habe gehört, dass generell so in Sachen Services Honkai Star Rail Genshin weit überlegen ist. Aus irgendeinem Grund wird bei Genshin einfach sehr geknausert. So. Das hat uns blockiert. Wieso? Und das war wirklich alles. Wir können jetzt weitermachen. Interessant. Also erstmal Seashween oder sind die jetzt alle immer noch hier im Krankenflügel? Jemand sollte den Flügel mal heilen. Now guess, what suit will this next card be? A bare-teeth cat? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello, everyone. Looks like you're recovering nicely, Fremine. Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorant in person. Also ist es so, dass du bei Star Rail mehr gezwungen wirst, täglich zu spielen, quasi? Ich meine, sicherlich hat Genshin seine Vorteile. Und ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, wie Genshin geführt wird. Absolut nicht. Mittlerweile haben auch die meisten Leute verstanden, dass das Anniversary nicht der Tag ist, an dem das Spiel rauskam, sondern das chinesische Anniversary. Chinesisches Neujahr, so rum. Und drehen nicht mehr so durch, wann immer September endet. Aber von dem, was man hört, sind die Leute zufriedener damit, wie Honkai, sei es jetzt Third oder Star Rail, geführt wird. Ich weiß nicht, wie es bei Zenless Zone ist. Ich weiß nicht, wie es bei dem neuen Honkai-Ableger wird. Natürlich, ist ja noch nicht draußen. Aber das ist so, was ich höre. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. Mhm. You met Father? Did she say anything to you? Eine Menge. She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Ja, war schon überraschend, aber eigentlich auch nicht. Seine Schachfiguren überall zu verteilen und sich in sehr vorteilhafte Positionen zu bringen, ist halt einfach gut. Und so wie man sie bis jetzt einschätzen kann, hat sie da ein Händchen für. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Mm-hmm. Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Interessant, nice. Machen die auch so Service wie hier in Genshin? Got it. Huh. That does sound like something that Father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us.
Was ich mich auch frage, wie sehen eigentlich Sidequests bei Honkai aus? Weil das Genshin-Writing-Staff ist der Meinung, man braucht eine dreifach ausgeführte Autobiografie, um eine einfache Sidequest mit Monsterkloppen rüberzubringen. Und das geht auf Dauer schon irgendwie so ein bisschen auf die Psyche. Wild ausgedrückt. Wie ist das dort? Okay, vielleicht sollte ich sie noch mal ganz kurz ansprechen. We should start preparing that tea party. Oh, that's a great idea. I'm all for it. I'll help you set it up. We should start preparing. Okay. I'll help you set it up. Habe ich mir schon gedacht, dass sie als Dreierteam reden. Ein Hive-Mind. Hey ho. Traveler, Paimon, you're back! Are you still doing alright? Did either of you get hurt? Jupp, alles okay. We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervulette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Wodurch wurden Leute verletzt? Das Wasser ist nie aus dem Raum rausgekommen. Durch die Erschütterung haben die sich rausgedrängt? Sind die hingefallen beim Rennen? Verstehe ich nicht. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Nervulette know that he was needed here? Well, Monsieur Nervulette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both all right. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. Ja, das ist doch schön mit den Legendenquests. Ich nehme an, bei Genshin ist das eher so, dass sie dafür halt die Main-Updates haben. Dass sie einfach den Story-Fokus woanders hinlegen. Als in die Legendenquests. Ich meine, es gibt einen Grund. Ich stimme dir da ziemlich zu, dass die meisten eher sind. Es gibt einen Grund, warum wir seit Taurus? Seit der Adataki Ito Legendenquest keine mehr gemacht haben. Ich meine, ich will die alle noch nachholen, aber ich brauche dafür Überwindung. Und das ist kein gutes Zeichen generell. Aber wenn du sagst, die generellen Updates sind eher kurz und du bekommst recht wenig Story, dann ist das wahrscheinlich der Grund, weil sie wirklich sehr viel Fokus auf diese Character Stories legen. Insofern hast du ja die dann. Wenigstens. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. If you can find the time, please stay at the fortress for just a while longer. Ich glaube, ich bin fertig mit dem Gefängnis für eine Weile. Auch was Erkundung angeht, ich werde in Sumiro wahrscheinlich weitermachen, bevor ich woanders richtig groß erkunde. Und dementsprechend werde ich wohl eine Weile fernbleiben. Hey. You guys are back? Crystal! Macaroon!
Warum so leise? You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. Ah, and here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? Nein, kein Jailbreaker. Ich kaufe mir meine Spiele wirklich, glaub mir. We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Die Wohlfahrtsmahlzeiten müssen in letzter Zeit sehr gut schmecken. Mit euch beiden brummt die Kantine sicher richtig. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. Danke. Hey, why don't we have a meal with those two one of these days? You want to cook for them yourself? Why not? Good chance to show them what I can do. Wie weit sind wir denn eigentlich mit Legendenaufträgen? Ich wage es kaum nachzugucken. Oh. Wir ignorieren mal, dass da die Jelan-Legenden-Quest fehlt, die ich trotzdem noch aufgenommen habe. Da war doch noch was. Ah ja, aber das ist für immer verloren, weil meine PS4 hier kaputt gegangen ist. Dieses eine Story-Update, wo man den Sakura-Baum hatte in Inazuma. Ja. Ah, das ist ja nicht viel. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass Yoimiya eine zweite hatte. Das kriegen echt nicht viele in den zweiten Akt. Eigentlich nur Arkonten. Ach, er ist unten. Ich wollte jetzt eigentlich oben gucken. Mal sehen, von dem Eis sehen wir hier wahrscheinlich nichts. Moment, ich dachte, wir wollen mit Risley reden. Wahrscheinlich dann hinterher. Jurier, Miss Sishwin told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? Hey. It's you two. Jurier, Lurvine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? Uns geht's fein. And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Man darf es nicht hoffen, weil für wen machten sie das? Für irgendwelche Leute, die das nicht weniger interessieren könnte. Das wäre ja dumm. Vielleicht interpretieren wir einfach viel zu viel rein. Jurier, the rumors about us are literally everywhere now. Please do something about it. But it's not like I caused them by myself. All right. I'll try to do something about it when I can find the time. Nun.
Hey, Risley, altes Haus. Do my eyes deceive me, or did I just see 2 inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still alright? We're fine for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Was zur Hölle? Offensichtlich hatte ich gerade massive Internetprobleme, aber das Ganze wird mir erst angezeigt, nachdem alles wieder vorbei ist. Ich versuche nur gerade herauszufinden, wie viel jetzt vielleicht abgeschnitten wurde, weil es sah aus wie ein ernsthafter Disconnect. Die Treppe. Okay. Ein Glück, es war nur die Treppe. Okay, gut. Entschuldigt das? Offensichtlich hat es auch echt nicht lang gedauert. Immerhin. Gut, weiter geht's. Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. Das wird wohl nichts. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewinne's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sigewinne. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Clorand received lipstick instead. Ah. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Huh. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sigewinne too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? Mir ist gerade was eingefallen, ich habe was vergessen. Kleinen Moment. Da kommen wir gleich. You may access the cafeteria for free. Nice. Hooray! Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Yep, ich habe vergessen, ihn zu raisen. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit, er wäre fertig. You got a side job for me? Hey. Your file can't be closed until we've completed your paperwork, so don't forget to come find me again when you're done serving your sentence. Nun gut. Oh, ich wurde gerade irgendwie ein bisschen zerquetscht. Ich bin die ganze Zeit so drin in der Vorbereitung zur Farina. Und ich habe Risley
auch nicht direkt zum Anfang geholt, sondern erst ein bisschen später. Ja, vor einer Woche erst. Dass ich irgendwie vergessen habe, dass er noch nicht fertig war. Ich war einfach gedanklich schon selbst fertig. Aber das stimmt ja noch nicht. We're back in our cell again. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. Ja, ist irgendwie sehr merkwürdig. Heute ist das Talentmaterial von ihm drin, oder? Oder ist es das von der Violette? Ich glaube, es ist seins. Das sollte ich ja eigentlich mal in meinen Resin reinpumpen. Er fühlt sich so an, als hätten wir endlich unsere Unschuld bewiesen. Ja, wir haben das Stück Kuchen gar nicht gegessen. Wissentlich, dass es von einer Snezhnaya-Diplomatin kam. Es fühlt sich so an, als hätten wir unsere Freiheit wiedererlangt, ja. Being free sure feels pretty special now. Paimon, möchtest du irgendwas sagen? Huh? How did you know? Es wird, glaube ich, noch eine Cutscene kommen, und dann ist die Quest schon bald zu Ende. Ich denke, wir räumen gerade auf, wobei ich nicht mal mehr wirklich eine Cutscene erwarte. Weil du normalerweise sofort ins Bett gehst. Hey, that's not true! All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. Nebenbei, hi Star Joe. It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? Ja, schon. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Ja, Reiseführerin und Notfallsnack ist doch genauso wichtig wie die eigentliche Reisende. Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. Nur, wenn das bedeutet, dass ich auch die doppelten täglichen Belohnungen kassiere. Just our thoughts making Paimon giddy. Paimon's gonna crash, so you sleep soon too. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. The primordial seawater nearly rose up. Oh, That was so scary. Natürlich, wir gehen hier zu Bett. Ich kann mir denken, was die letzte Cutscene sein wird. Tartaglia. We should be safe now, right? Ja, ein bisschen. Scheinbar nicht sehr lange, ich weiß nicht. Alright then, good night to you, Traveler. Gute Nacht. Das ist aber nicht zufällig sein Wahl. Also. Ich denke nicht mal, dass er von der physischen Welt verschwunden ist. Vielleicht ist er einfach jetzt in der verbotenen Zone. Sein Wahl wurde immer als ein übergeordnetes, abyssisches Wesen betitelt. Es könnte also sein, dass da irgendwas mehr hinter steckt. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt als eine Verkörperung des Urzeitmeeres verstehen soll oder nicht. That's curious. That's curious. So, wir machen mal so die Lautstärke. Dann, lass mal kurz schauen. 24. Talentmaterial werde ich wahrscheinlich nicht sehen können, weil die alle maximiert sind. Ich sammle jetzt das Zeug. Eiskalt, Entschuldigung, ich sammle jetzt eiskalt das Zeug. Ich wiederhole mich auch noch 3-mal. Keine Sorge.
erstmal kurz reincashen. Ich habe hier übrigens noch eine andere Sache. Und zwar diese Person hier. Die hat mich versucht, als Freund zu adden. Das ist keiner von euch, oder? Ich habe die mal einfach nicht denied, weil sie mich mehrmals versucht hat zu adden und das passiert sonst nie. Deswegen bin ich mal skeptisch geworden. Und hab's einfach mal offen gelassen. Ich nehme nicht einfach irgendjemanden an, der mich addet. Davon kommen viel zu viele Anfragen rein. Aber wenn es jemand wäre, der hier zuguckt, wäre ich da schon nicht abgeneigt unbedingt. Auch wenn ich nicht weiß, was derjenige von mir wollen könnte, weil ich bin nicht gerade eine so soziale Person. Aber ja, wollte das nur mal kurz anfragen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand hier ist. Also nicht wirklich. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Nach oben. Wo starten wir denn? Warte mal. Ich müsste das noch aufhaben. Oder ist das die eine Seite, die ich heute aus Versehen geschlossen habe? Ich habe heute nämlich einen Tab geschlossen. Aus Versehen. Durch einen misplaceden Doppelklick. So long as the audience thinks that seeing is believing, there's no limit to the number of tricks I can pull off. Ohne gesehen zu haben, welcher das war. Und ja, es sieht so aus, als wäre er es gewesen. Der Tab. Ich dachte schon, es war mein Spülmaschinen-Tab. Na gut. Dann muss ich neu aufrufen. Da. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. You don't want to miss the best part, do you? Weiß ich nicht. Interessant. Dann habe ich mich nicht geirrt. Ich habe eine Map benutzt, um die zu suchen. So mache ich es immer. Nichts Ungewöhnliches. Und die Map, die ich benutzt habe, war eine andere als diese hier. Und die hat mir angezeigt, dass hier noch welche von den Ascension-Materialien von Risley sein sollen. Und ich habe da nichts gefunden. Jetzt auf der neuen Map sehe ich bestätigt, dass da wirklich nichts ist. Also scheinbar bin ich da irgendeinem Fake auf den Leim gegangen. Die meisten Positionen haben gestimmt, aber halt scheinbar war da ein oder zwei halt nicht richtig. Wie ihr seht, jetzt auch auf der Karte, da ist eine Quest, an der ich auch schon vorbeigelaufen bin. Ich nehme nicht alle Quests an, damit es eben nicht so passiert wie vorhin und wir blockiert werden. Ich hatte hier richtiges Glück, dass das eine sehr kurze Quest war. Und ich bin mir ziemlich sicher, die habe ich sogar angenommen, bevor die 4.1 überhaupt draußen war. Nachdem das gesagt ist, habe ich keine Ahnung, wie sie auch nur in irgendeiner Weise irgendeinen Charakter blockiert haben soll. I am none the wiser about this. So, ich müsste schon dran vorbeigelaufen sein. Behold! Was sehe ich denn da oben eigentlich? Ich sehe hier die ganze Zeit ein Symbol. Aber was soll ich damit anfangen? Das irritiert mich einfach nur. Ich mag es, dass ich die Käfer schon direkt nicht finde. Aber sie mir auch scheinbar irgendwie gerade nicht angezeigt werden auf der Karte. So, es gibt ein kleines Problem zu den... Okay, wenn wir jetzt gerade mal einen Schatz haben, nehmen wir den einfach mit. Gotcha. Busted. Another test. Over here. Be amazed. Nanette ist nicht gebaut.
Wundert euch nicht über ihren Damage, die ist einfach nicht gebaut. Gotcha. Things are about to get dicey. Da habe ich mich noch nicht zu überwinden können. Easy money. Ich habe ein kleines Problem mit Markierungen, was sämtliche Okuli angeht. Meine Markierungen gehen mir konstant aus. Ich lösche sie schon an anderen Stellen, aber es wird immer schwieriger, weswegen ich sie einfach bald nicht mehr einsammeln kann. So. Und interaktive Map dafür benutzen wollte ich nie. So, es wird vielleicht das erste Mal sein in der Geschichte von Genshin, dass ich diese... Wie heißen sie denn? Hier. Dass ich diese Resonanzsteine mache und sie benutze. Das ist noch nie vorgekommen bis jetzt. Ja. Easy money. Wir nutzen das jetzt einfach mal als eine Entschuldigung, um auch ein bisschen zu erkunden. Das wird mich zu weit wegbringen. Aber ich sehe sie nicht. Also ist diese Karte auch nicht ganz akkurat. You're open. So, angeblich sollen hier auch noch welche sein und ich sehe nichts auf der Karte. Ah, da ist es schon. Ja, da haben wir es schon wieder. So, und was kann ich noch löschen? Die Sidequest-Markierung hier oben. Ansonsten... Das ist der eine Höhleneingang von Sumeru. Den brauche ich, glaube ich, nicht mehr, weil ich auch 100% habe mittlerweile. Egal, dann darf ich also keinen weiteren Oculus mehr einsammeln. Aber wie mache ich denn das in Sumeru selbst? Ich müsste in Sumeru einfach die Gebiete clearen. Wirklich einfach mit den Radar rumlaufen und so. Da habe ich alle Markierungen für Fontaine frei. Und dann wird das erst nächstes Jahr wieder ein Problem. Das wäre meine einzige Lösung gerade. And voila! Achso, das war... Nee, das war die andere. Too slow. Wretched vermin! Step right up. Let's get this show on the road. Das war nicht mehr nötig. Guess this'll go into my magic pocket. Ja, ich sehe keine Markierung. Das finde ich sehr interessant. Quit following me. Auch hier, ich sehe nichts. Okay. Was ist denn los? Ich gehe jetzt mal zu dem einen, den ich auf jeden Fall weiß. Der hier. Der ist da. Also ist meine Map einfach nur scheiße. Mal sehen, wenn ich auf dieser Map bin. Aha. Relax. Das ist die Map, die ich zuerst hatte.
Mit dem einen an der Seite, den ich erwähnt habe. Und hier die Positionen, die ich jetzt gesucht habe, sind auf dieser Map nicht markiert. Okay. Also scheinbar habe ich es geschafft, noch eine schlechtere Map zu finden. Nice. Wir überprüfen mal den hier außen. Aber der sollte theoretisch die Niete sein, die ich ja damals schon erkannt hatte. Boah, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich hole mir die Kiste. Here comes the catch. Behold. Search for it. Hätte ich für die Truhe eigentlich auch die Hunde befreien und töten müssen? Surprise! Cue the spotlight! That's far enough. Ja, wollte ich gar nicht. Busted. And voila. Ja, so ungefähr. Wow, das klang interessant. Step right up. Step on up! Over here! Gotcha. Take it easy. Ich muss mal sagen, Sacrificial Skill Spam auf Lynette scheint schon recht geil zu sein. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Was ist denn das bitte schön für ein Schatz? Okay. Wo ist das überhaupt ein Stirnband? So, okay. Also gut, nee, das ist falsch. Laut der Karte müssten wir hier unsere ersten erwarten. Also gehe ich mal ganz kurz hier hin. Wie viel brauchen wir denn überhaupt zum nächsten? Jetzt, das war zu schnell. Ich habe es auch nicht gesehen. Ah, einen. Take it easy. So, da hinten werden unsere ersten sein. Nee, Quatsch. Moment, Kartenmarkierung. Falsche Richtung. Ey, ich habe den einen Oculus gefunden. Jetzt muss ich ihn nur noch erreichen können. Ein großer Nachteil daran, Genshin ohne Ton zu spielen, ist, dass man nie diese Songs zu hören bekommt. Hier ist es ja eigentlich super chillig. Guten Tag. Wir stecken hier nicht gerade einen Oculus. Also ist er unten. Na gut, mal angenommen, ich lasse den hier ziehen. Der Kiefer, den ich finden sollte, der befindet sich wahrscheinlich da oben. Es sind sogar 2 Stück. Squall Fury. Ja, das dachte ich mir, das geht nicht so einfach. Oder doch? Ach, oder nicht. Search for it. Und das scheint nicht richtig gewesen zu sein. Oder doch? Okay. Nice. Oh, achso.
Wo ist denn der Rest? Achso. Busted. Things are about to get dicey. Take it easy. Na los! Na los! Na los! Na los! Na los! Na los! Gotcha. A round of applause. I wonder if this chest is some kind of trick. It's not. You can trust it. That was a good one. Oh, da! Oh. Oh. Ja. Jetzt habe ich den Oculus auch gesehen. The wind rises. Im Gegensatz zu dir. Da war nicht sehr viel mit Rising. Ah! Ich hasse es, wenn das passiert. Das bloß nicht verfehlen. Gut. Also, wenn ich wirklich dann dieses Ding hier unten benutzen will, können wir sowas löschen. Das war keine Dendroculus-Markierung. Ich habe nie geguckt, wie man die nennt. Frontoculus? Hydroculus? Nee. Warum Frontoculus? Die anderen heißen doch auch nicht Sumoculus. Also wirklich. Da hat mein Gehirn einen Aussetzer gehabt. Too slow. Es ist irgendein Logos. Darauf können wir uns einigen. Irgendwo wird man schon auf den Pott gehen können. Falsches Spiel, Wanderer. Heute gibt's keinen Gale. Now disappear. Hatte das Child auch gesagt, dass er ihn zuletzt sah? Busted. I wonder if this chest is some kind of trick. Ist ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich nicht ein bisschen mehr Quality of Life will. Ich meine, letztendlich sind die 2 Sprinter hier genug. Alright, let's head off. Mal jetzt mal gerade. Wo bist du denn? Ich sehe ihn halt echt nicht. Hä? Da. Perhaps we could take a walk by a riverbank or somewhere similarly fluvial. Oh, ich glaube, er wird gerade sehr glücklich werden. Wanderer? 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 Ich bin blind geworden. Are you sure it has to be me? I'm absolutely sure. Weiter unten. Take it easy. Ich glaube, die kann man verscheuchen, genauso wie die Skarabäen. Deswegen mache ich mal lieber keine Sprungattacke in deren Nähe. Am liebsten würde ich ja Linne austauschen. Aber, naja, durch ihn sehe ich sie. Also, geht nicht. Sonst würde ich hier noch viel länger suchen. Oben drüber? Wahrscheinlich. So, wie weit sind wir denn überhaupt? Nicht sehr weit. Ich glaube, er hatte kaum Basiswert, also kaum welche gesammelt. Ja, erst 15. Das bedeutet, die 90 erreiche ich heute eh nicht. Ich glaube, es sind nur etwas über 70, die man insgesamt sammeln kann.
Wenn wir also noch so 10 über dem Level absammeln, sind wir eigentlich safe, dass ich beim nächsten Mal dann alle habe. Das ist okay. Wir brauchen nicht alle sammeln, die verfügbar sind. Das wäre ein Waste. Einfach nur die am leichtesten zu findenden. Squall and Fury. Also, okay. Ist aber okay. Ich habe ihn gesehen. The wind rises. Den Oculus lassen wir jetzt einfach mal. Über die Truhe da unten. Was macht man denn damit? Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, wir sind rechtlich abgesichert. Such a pain. Das ist doch nur Wasser. Squall and Fury. Ich mag es immer, wie gequält er sich hochbohrt, sobald es eine kleine Steigerung gibt. Oh. Okay. I don't know what I'm taking this for. What are you taking me for? Auf jeden Fall bekommen, was ich hier wollte. Es wird immer kniffliger. Man merkt, ich habe hier schon Oculus-Markierungen gelöscht, um Platz zu machen. Das wird also nicht mal viel bringen. Das sind halt die 100% Gebiete. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es vielleicht 1, 2 gibt, die ich übersehen habe, maximal. Aber das da unten ist auch 100%. Okay. Ich brauche mal ein bisschen mehr. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das ist mal ein kleiner Puffer. 98, da sollte ich mal vielleicht die letzten Prozente sammeln. Es ist keine Garantie, dass man alle hat, aber man fühlt sich damit dann wenigstens sicherer. Take it easy. Also was ich hier habe, wird was anderes sein. Yes. Gut, weiter geht's. Wie wär's mit hier direkt auf der Brücke? War ich da? Ja, okay. Dann gehen wir mal kurz zu der. So, ich glaube hier um die Ecke. Oh nee. Aber was machen wir denn da?
Vielen Dank. Also, man müsste dann vielleicht noch die Konsole anschalten. Mit der gewonnenen Energie. Easy money. Dann wäre das auch endlich mal geklärt. Take it easy. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals hier unten war. Das heben wir uns wohl für eine richtige Erkundung auf. Aber was ist denn jetzt mit dem einen hier? Ist er etwa doch oben? Bin ich an dem vorbeigerannt? Blattant, ignorant, wie ich bin? Tatsache. So, nicht anders. Und der hier auch? Squall Fury. Der Oculus hatte, glaube ich, mit dem Untergrundraum zu tun. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Sag ich doch, ignorant. The wind rises. Oh Gott. Ja, stimmt. Es gab ja noch die da oben. Take it easy. Der beste Aufwärtspunkt ist über diesen Weg hier. Ups. So. Fangen die hier schon an? Nee. Das wird, glaube ich, Linnes Ascension-Material sein, oder... Quit following me. Nee. Genau das, was ich suche. Da fällt mir ein, kann man nicht schon das Ascension-Material für Farina bereits sammeln? Sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich glaube, das waren diese Quallendinger. Interesse halber... Wie viel habe ich denn davon? Hier wären die. Die sind das nicht. Oder? Let's check. Wenn man es pre-farmen kann, habe ich nichts dagegen. Aber sie kommt mit einem neuen Gebiet raus. Also denke ich eigentlich, dass es ein neues Material ist. Wobei man darf sich ja auch mal überraschen lassen, denn sie sind lokale Besonderheiten und irgendjemand wird sie ja mal gebrauchen können. Die sind's nicht. Das sind auch nicht die Quallendinger, sowieso nicht die, die ich meine. Ich glaube, es ist dann wohl doch wieder ein neues Material für ein neues Gebiet, hä? Bäh. Ja. Allem Anschein nach gibt es die Dinger noch nicht, die wir brauchen. Schade. Wenn es die? Ich glaube, das waren die Dinge, an die ich dachte. Diese Blumen, die man Wasser splashen muss, bevor man sie aufsammelt. Na gut. So, okay. Back on track. Ich habe die Karte noch nicht mal hierhin aktualisiert. 1, 2 und der Rest war unten. Die zwei hier in dem See, die haben wir dann wohl. Ja. Aber es ist besser, erst nach oben zu gehen, weil man hier einfach runterjumpen kann. Oh, ich habe hier offensichtlich mal irgendwas getötet, das nie respawnt.
treasure. One way to draw your target out of hiding. Ja, der hat ja Spaß. Ja, die Markierungen verwirren mich. Too slow. Ich mag's, dass sie von Feuer angezogen werden. Know your place. Let the mighty be humbled. Looks like I went too far. Impossible. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Warte mal. Das will ich sicher sein, dass ich hier alle habe. Squall and Fury. Warte mal. Das läuft ein bisschen anders, als ich dachte. Ach so, ich kann die so einsammeln? Diese Challenge wird bestimmt durch Weisli nicht trivialisiert. Na gut. Ich lasse die jetzt einfach erstmal liegen. Kann die sowieso nicht schaffen. Jetzt. Es war schon zu spät. Ist okay. Was soll ich denn machen? Die Kamera folgt ja automatisch. Okay. Weiter geht's. Nach oben. No, you! Be sanctified. Impossible. Let the record show. Ich weiß auch nicht, was er sagen wollte. Quiet. And voila! I miscalculated. So, die Besonderheiten, die da unten noch angezeigt wurden, sind lediglich für eine Villette. Da sind wir schon drüber hinaus. Hier unten. Ich weiß nicht, welche das sind. Gotcha. Step right up. Die hat mir gerade wirklich Angst eingejagt. Mit ihren Vorrushen. Here comes the finale. The wind rises. Bow your head. Settle down. So, ich bin dem Falschen auf dem Leim gegangen. Squall and Fury. Quit following me. Das wird nix. Da ist er. Und der nächste. Und das war es noch nicht hier. You'll get frostbite. Quiet. And voila! Disgusting. Oh, Let the mighty be humbled. Silence. I can't run. Miscalculated. This of death. Ach, hier taucht jetzt nichts auf? Ja, schade. Die lassen ja nicht mal was fallen. Nein, bitte nicht. Ich glaube nicht mal, dass der Käfer oben war. Oh, wow. Ich habe mich gerade dabei ertappt, wie ich den linken Stick reingedrückt habe, um die Kamera von meinem Charakter wegzubewegen, so wie man es in Baldur's Gate macht, um mir anzugucken, was da oben denn bitte in dem Raum los ist. Aber das geht ja hier einfach gar nicht. Ah, wie sehr wünsche ich mir dieses Feature jetzt in anderen Spielen. Man gewöhnt sich da sehr dran. So, oben ist der nicht. Der war unten, oder?
Vielleicht habe ich den auch nie gefunden. Ah! Ah. Moment. Ja, da. Danke, Kamera. Okay, oh, warte. Dich nehme ich mir. Davon habe ich in letzter Zeit viel zu wenig. Wenn die mir schon zugeflogen kommen, ohne dass ich sie separat suchen muss, dann nehme ich es doch gerne. Wir haben den einen auf der Strecke, aber da ganz hinten ist noch einer. Sammeln die jetzt mal weg wegen der Anzeige, damit ich hier einen direkteren Verweis habe. Okay. Da war aber noch einer ganz in der Nähe. Da hinten. So, jetzt gehen wir weiter ins Landesinnere. Quick, squall and fury. Settle down. Ah. Da war's schon. Wollen wir das einfach mal? Einmal wechseln. Taken, wechseln. Achso, Reaktivierungszeit natürlich. Und da. Hey, it's pumping. Okay. Gut. Silence. Also, du bist nicht Jelan. Take it easy. Busted. Ist mein Käfer frei? Wo ist er? Da, so. Dann dürft ihr sterben. Time's over. Das war das. Jetzt kommen wir langsam zu den Unwegsamen. Ich habe aber noch einen in Ufernähe. Behold. Too slow. Bei den nächsten habe ich schon bei dem ersten Mal die Geduld verloren. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt schon die Möglichkeit gehabt, das nächste Level voll zu machen. Ich glaube, es hätte ganz genau nicht gepasst. Und ganz ehrlich, ich habe ja eine ganze Woche vergessen, dass ich sie sammeln wollte. Laut dem regulären Plan, so wie ich gepult habe, hätte ich, glaube ich, letzte Woche Sonntag fertig werden müssen. Also ja. Da habe ich einiges verpasst. An Tagen. Aber es war auch nicht so wichtig, wenn ich es vergessen habe. Ganz ehrlich. Und heck, es war eine gute Entschuldigung, jetzt mal ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen und nochmal ein bisschen was nebenbei einzusammeln. Speaking of which. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Machen wir die Bergspitze da oben den Weg? Da haben wir nämlich direkt 3, wenn alles klappt und wir alles sehen. Bei solchen Gebäuden ist es immer ein bisschen schwierig, weil Elevation wird auf der Karte ja nicht so direkt angezeigt. Also wenn etwas auf einem Gebäudedach ist, statt auf dem Erdgeschoss, wird es halt immer ein bisschen schwieriger, daran zu kommen.
Und ja, wenn da mehrere Level zu einem Gebäude sind, natürlich noch mal ein bisschen mehr als das. Und dieses Gebäude hat ein paar mehr Level. Und dauernd höre ich hier irgendwelche Stimmen in diesem Turm. Ach, schon wieder. Should have known. Ich schätze mal, das ist kein Zufall mit diesen Stimmen. Ich wollte das jetzt mitnehmen und später lesen. Schon wieder so eine Baldur's Gate Angewohnheit. Wusstet ihr, dass jetzt hier nicht Baldur's Gate ist? Mich schockiert das auch jedes Mal wieder. Wer nimmt denn eine Truhe gefangen? Okay, ich nehme einfach mal an, der Käfer ist innen drin. Ich war auch der Meinung, dass ich den beim letzten Mal schon nicht gefunden hatte. Da. $37. Na, ist er auf dem Dach oder so? I don't see it. Squall and Fury. You even want this? Du scheinbar nicht. Du willst ja nicht mehr davon runtergehen. Von der Truhe. Behold. Search for it. So, ich habe nicht mal auf die Karte geguckt. Ich habe einfach angenommen, dass hier einer ist. Gut. Wenn wir die 3 haben, wäre es jetzt das Beste. Sind das diese Bergspitzen? Ich finde das heraus. Ja, Tatsache. Das sind diese Bergspitzen. Dahinter sollte noch einer sein. Quietly now. The tides beckon. Nee. Step right up. Jetzt fällt das Ding auch noch runter. Interesting. And now I'll make it all disappear. Just kidding. Ey, noch ein Oculus. Unter uns. Satte 2. Das sind dann... diese, was bedeutet? Geradeaus noch. Hierfür muss man wieder pumpen gehen. Ja, lassen wir einfach mal. Take it easy. Ja. The wind rises.
Ich habe gleich schon wieder keine Markierung mehr. Es hilft auch nicht, dass es immer mehr und mehr Okuli werden pro Nation. Scheinbar. Gefühlt. Oder in echt sogar. Joink! Okay, wir haben da noch einen weiter oben. Ungefähr dort, wo die Autsch. Wo die Ausrufezeichenmarkierung ist. Jetzt wüsste ich nur noch gerne, warum ich das markiert hatte. Ah. Okay, wegen dem Legendenschlüsselding. Ich Legendenschussel. Ich habe aber gerade keinen, oder? Dachte ich mir. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißen. Ich nenne die einfach Legendenschlüssel. Höchstwahrscheinlich falsch. Ja, dachte ich mir. Der ist sehr weit oben. Ich glaube, das packt der Wanderer nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es ja mal ausprobieren. Gut. Gibt bestimmt einen schönen Trick. Oh. 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 Habe ich den da echt nicht? Moment. Doch, den habe ich, ne? Den habe ich. Dann machen wir das mal kurz. Ich glaube, den packt der Wanderer. Darf ich die Musik nehmen? Squall and Fury. Behold. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Nice. Wenn es eine Sache gibt, die ich in letzter Zeit vergessen habe, dann eindeutig, wie chillig es sein kann, hier einfach so hirnlos zu erkunden. Klar, mein Commentary währenddessen ist jetzt nicht sonderlich ein Mehrwert, also gehaltvoll mäßig. Aber so zum Zwischendurch mal entspannen, ist es ja schon irgendwie nice. Take it easy. Wenn auch mal nichts passiert. Deswegen habe ich ja auch Zelda sehr genossen. Übrigens, ich habe nicht vergessen, dass ich das noch durchspielen wollte in 2 Streams. Ich finde noch die Zeit. Genauso wie Final Fantasy weitermachen. Ich will, dass es passt. Dass ich mich nicht dazu zwinge, wenn es soweit ist. Und höchstwahrscheinlich spiele ich erstmal Baldur's Gate 3 durch. Was auch okay ist. Hoffe ich. Doch noch einer oben? Wenn ich ihn höre, ist der unter mir oder so. Geht's da weiter? Nee. Ich war der Meinung, ich habe ihn gehört. Theoretisch habe ich genug für die erste Ascension. Jetzt fehlt nur noch der... Oh, ich habe den ja noch nicht mal. Das heißt, es wird heute eh nichts. Nice. Ja. Aber, das ist ungefähr der Wert, den ich haben wollte. Wir können auch versuchen, dass wir so um die 6 weitere sammeln.
fury. Ja, ich höre ihn auch nicht mehr. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Chancen sind, dass es sich nie um den Käfer gehandelt hat. Da war er nicht. Okay, downwards. Take it easy. Entschuldigt mich, ich muss noch kurz meine Cooldowns abwarten. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, ist das nicht aussagekräftig genug. Verbal. Du brauchst die Sache schon schriftlich. Ah. Oh. Hm? Okay, warte mal. Die sind alle irgendwie so fernmäßig. Weißt du, eigentlich kann ich auch einfach einen neuen sammeln. Aber das würde das Spiel wahrscheinlich nicht akzeptieren, oder? Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. War das so gedacht? Ich glaube nicht. I think I may have cheated. Ich bin nicht mal dort, wo ein Käfer ist. Was will ich hier eigentlich? Na.
So. Ich war noch ein bisschen weiter zur Seite. Achso, das war nur eine zwischendurch. Dahin ist die Stelle mit den Zweien. Now I got it. The wind rises. Gut, ich wollte nur ausschließen, dass sie unten sind. Gut. Mir wird nichts angezeigt. Moment. Ich glaube, ich habe hier gerade einen aufgesammelt, ohne es zu merken. It's okay. Nein. So, wir gehen mal durch. Und versuchen uns um einen anderen zu kümmern. Oder, zwei, habe ich mir sagen lassen. Oh, Entschuldigung, Mikro geschlagen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Einfach so durchgespielt, ja Mensch. Dein erster Playthrough, glaube ich, war das? Ja Mensch, alles Gute. Wie viel habe ich in der Zeit vorzuweisen? Ja, irgendwie gar nichts. So, ich glaube, ich habe gerade schon wieder einen Geistesabwesen eingesammelt. Weil ich habe jetzt keine 2 gezielt. It's okay. So, I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Wir sind eigentlich gleich durch. Mit so ziemlich allen, die wir sammeln konnten. Minus 1, 2, die ich jetzt nicht gesammelt habe oder finden konnte oder mir nicht merken konnte. Squall and Fury. Take it and have fun. Oh, believe you me, I will. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwie hast du das auch sehr schnell geschafft, weil ich streame ja gerade mal so 3 Stunden. Das war ein ziemlicher Rush. Da drin. Oh. Tja. Solidify. Das hatte eh nichts damit zu tun. Alright. Lassen wir es dann einfach. Wir gehen mal kurz an den Strand. Wobei... Was ich da hinten gesehen hatte... War das da hinten oben? Können wir auch noch mal kurz auf den Weg mitnehmen.
The wind rises. Oh. Frozen. You'll get frostbite. Frozen descent. Ich habe die, glaube ich, unter mir getriggert. Have a load of this. Now you're not going anywhere. Let's move. Frozen descent. Shouldn't get careless. And voila! Na los! Bow your justice. Danke. Blindsided. Well done. There's a tear in my robe. Feels clogged. Busted. Gotcha. A round of applause. Ach, eingesperrt. Der Oculus. Der brauche ich da ja auch nicht mehr nachsuchen. Den jetzt auszubüchsen habe ich eher weniger Bock. Lassen wir einfach mal ganz kurz da liegen. I wonder if this chest is some kind of trick. Ah so. Du hast den Final Boss schon freigeschaltet. I see. Es ging trotzdem sehr schnell. Ich meine, die Bosse sind ja auch nicht unbedingt leicht, ne? Busted. Quietly now. This isn't good. A chest full of valuables and a trove of potential clues. So, ja. Das war der erste. Squall and Fury. Hier, das sind die Dinger, die ich dachte, die man für Farina bräuchte. Quatsch. Silence! Die Dinger, die sie tatsächlich braucht, sehen mich eigentlich ziemlich ähnlich aus. Oh well, so be it. So, bin ich mir sicher, dass hier Käfer angezeigt werden? Ich sehe hier nur... Ach so, auf der anderen Uferseite. Ich weiß nicht, was ich hier auf den Leim gehe, aber es hat mich voll im Griff. Ja, es ist wahrscheinlich einfach nur Gacha. Okay, 32, ja. Mir fehlte sowieso was ich an den meisten Tagen sammeln kann. Dann wird es halt demnächst Weißlied-Zeug sein. Ja. Dann baller ich da mein Resin rein, weil ansonsten Talentmaterial, was man so in der ersten Woche braucht und sonstige Sachen für Farina, das steht schon alles. Da war ich fleißig. Wenigstens habe ich die Zeit, die ich Rice über vergessen habe, gut genutzt. Here comes the finale. Okay, wir machen jetzt noch eine Runde Abyss und dann fertig. Ich glaube, das ist ganz gut. So, zum Ende. Das war's.
Also ich weiß nicht wieso, aber das habe ich diesmal ein bisschen aufgeschoben. Normalerweise mache ich das immer direkt am ersten Tag. Ja, okay. Mir doch egal, was ich da nehme. A bigger pill to swallow. Germinate! Be sanctified. Bow your head. Let's get down there and hire. Right here. Emerge. Right here. I will have order. Finally, I get the I see everything! Another You test sound subject. who? The process of elimination. The wrong test subject. Here you are. The wrong. Ich weiß auch nicht, was passiert. Ich drücke einfach nur Knöpfe. Mind the side effects. With all my strength! Yeah. Oh, dafür habe ich ein gutes This Team. chance is for you! Spring forward! Propagate! Scatter! Remember, health comes first. Ridiculous! Let the mighty be humbled. Silence. Another test subject. Freeze. The wrong test subject. The wrong test subject. Die sind schon längst tot, ich höre nur noch Geister. Right here. Everyone hold hands! The Temple of Wisdom! Order guide you. Quake. Flicker. Another test subject. The wrong test I'm subject. always watching. Emerge. Hey! Mind the side effects. Dance with the waves! Germinate! Ha! Propagate! Seems like an emergency. The tides beckon. Settle down. Ach, da hinten. Purging transgressions. This body belongs to ice and snow. Right now. Right here. This body now belongs to the court system of Fontaine. Sharing my knowledge! This is order. Crumble. Scatter. Here you are. No escape, you. Ich habe mich gerade für eine Sekunde gefragt, was denn da eigentlich rumläuft. Das ist übrigens eine Sache, die sich nie ändern werde, dass ich mich aus Versehen aus dem Abyss katapultiere, weil ich einfach nur die ganze Zeit drücke. Ja. Nein. Ja, ich würde gerne... Eigentlich hatte sie schon für jemand anderen geplant. Aber that's okay. Also Quatsch, ich bin... That's okay. Wo bist du, Junge? Wo bist du, Junge? Da bist du, Junge. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Emerge. Right now. Ridiculous!
Das hätte ich eigentlich nie machen sollen, aber ist okay. I will have order. The Temple of Wisdom. Here comes the catch. Ah, da ist es schon wieder passiert. Das ist halt immer, wenn ich mit so einem Kreisspielcharakter, also so einem normalen Angriffsknopf-Charakter spiele. Die sollten das echt mal machen, dass man da nicht sofort rauskatapultiert wird. Vielleicht eine andere Taste? I don't know. Right here, right now. Vielleicht ist es aber auch nur me-Problem. Let me read you a verse. Rain outlines your fate. Fire hazard. Here comes the fireworks. Emerge, a sight to behold. Right here. Rain cutter. Rain outlines your fate. Taking a turn for the better. The doctor was seen. Time for a light show. Everyone hold him. Busted. Gotcha. Take it easy. Your sins weigh upon your soul. Ah, schon wieder. Verdammt. Okay. Irgendwann. Ich merke halt nicht, dass alle Gegner tot sind, ne? Das passiert doch so schnell. Your journey ends here. Mindless side effects. No, my Your soul. sacrifice is ready. Ja, Moment. Let me weave you a verse. Fire hazard. Golden slumber. Seems like an emergency. The doctor was seen. Right here, right now. Emerge. No, my sword. I see everything. Game's up. Fun's over. Was ist er denn? Ey, ich hab's geschafft zu stoppen. Okay, It's gonna be... I don't know. Ich habe keinen Teamplan wirklich in petto gerade. Ich mache die ganze Zeit einfach nur was freischnauze. Oh, das könnte schwierig werden. New punching bag. Hey, sharing my knowledge. Shine down. Order guide you. Right. Inazuma shines eternally. I'm getting Close enough. Enough, das würde ich denen auch gerne sagen. Illusion. Rest and rebuild. Torrent, bring refuge. I will have order. Crumble. I see everything. Ich sagte, wartet. The Temple of Wisdom. There is no escape. Torn to oblivion. Okay, ich glaube, das war ganz okay. A bitter pill to swallow. Spring force. Positions. Es sind immer nur 2 Gegner. Sweet. Remember, health comes first. Be still. This dance is for you. Scatter, propagate.
bitter pill to swallow. Hold the line. Rest and rebuild. Solidify! Everyone hold hands. Illusion shattered. Order guide you. Wenn ich keine Blast hab, mach ich halt den. Hold the line. Make yourselves at home. Stabilize. Now you shall perish. Packt er mir echt die Immunitätskeule aus. This is order. Quake! Torrent, bring refuge. Rest and rebuild. The doctor will see you. My side. Scatter. Positions. Exterminate. Mind the deluge. Taking a turn for the better. All eyes on me. Propagate. Warte. A bitter pill to swallow. The doctor will see you. Cascade. Ah! Here. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. The depth back. Er ist gut, Ayato, er ist tot. Gut. Für eine Sekunde dachte ich schon, ich wäre schon eine Etage weiter. Hold the line. Shine down. I see everything. The Temple of Wisdom. Autsch. Solidify! Torn to oblivion. Aber wie diese scheiß Immunitätskeule. Order guide you. Was haben wir da noch? Achso. Illusion shattered. Make yourselves at home. Rest and rebuild. Covenant of the Deep. Inazuma shines eternal. Hold the line. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. I will have order. Crumble! There is no escape. Torrent, bring refuge. Now you shall perish. Oh, und sie ist offenbar keine Lügnerin. Scatter. Spring forth. Remember, health comes first. Warte noch. Positions. Damit hätte ich anfangen sollen. Der Ayato ist hier sehr nützlich. Mind the side effects. This dance is for you. The doctor will see you. Seems like Propagate. Scatter. Warte mal. So. Exterminate. Oder löst sich selbst aus. mind the side effects. Not my glasses. Remember, health comes first. Propagate! Ha! Here! A bitter pill to swallow. Spring forth! Scatter! Und dann. Okay. Ja. Was machen wir hier? Ich will... Keine Ahnung, was da auf mich zukommen wird. Gerade.
weiß nicht mehr auswendig. Ich will dich. Nee, das ist eigentlich ein ziemlicher Standardteam für mich. Habe ich das nicht eben sogar schon eingesetzt? Dann vielleicht lieber nicht. So. 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 Und... Ja, dann machen wir es so. Eigentlich sollte das dafür sorgen, dass Eilhilfen weniger Schaden macht. I'll take it. Wir versuchen es einfach. Was soll's. Ja, ich nehme hier nochmal Wasserspaß. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Da kann ich mir nicht helfen. Dendro als Element finde ich halt sehr schön. Seems like an emergency. All eyes on me. Be sanctified. Silence! Mind the side effects. A bit of him to swap. Ich hab nie gewusst, dass der sich so anhört. Na komm. Musst ein bisschen näher ran. Mind the side effects. Settle down. The tides beckon. Shine down. Order guide you. Busted. Quietly now. Here comes the catch. Deflect. Quicker. I will have order. Ride. Torn to oblivion. Illusion shattered. Oh, damit enden wir. Gotcha. Game's up. Game's over. The process of elimination. Zurück. Ah, schon wieder Kreis gedrückt. A bitter pill to swallow. Mind the... Oh. Ich war noch nicht ganz bereit. Remember, health comes first. Hands with the waves. Silence. With all my strength. Attack you. Propagate. Oh, oh. Ah. Germinate. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Da waren die Hyperblooms ein bisschen stark. Special Blooms, Super Blooms, wie auch immer. Oh, ich hab Cooldowns. Taking a turn for the better. So, das ist es. All eyes on me. With all my strength. Mind the side effects. Ha! Propagate. Spring forth. Seems like an emergency. Let the mighty be humbled. Bow your head. Blah. Blah. There is no escape.
Bisschen stressig ist es ja schon. Eigentlich nicht. Now you shall perish. Shine down. Gotcha. Things are about to get dicey. Ah, Kreis. Out of my sight. Be sanctified. Ignorant and foe. Winter. Shall we venture? I scare you? Remember, health comes first. Ich soll vielleicht meinen Blumen aufsetzen. This dance is for you. Na, leider interessiert das die da draußen nicht. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. Mind the... A gift for you. The tides beckon. Settle down. Auch interessant. Illusion shattered. Busted. Gotcha. Gather! This is order. Torn to oblivion. Ich bin ja mal so gar nicht bereit für das, was da kommt. Stabilize. Busted. Gotcha. Ich glaube, Alfelken wird heute irgendwie nicht mehr bereit. That's okay. Busted. Game's up. Fun's over. Scatter. Okay. Dann sind wir hier fertig. Ja, wir schauen mal. Nö. Eigentlich nicht schlecht. Nee. Für was ich momentan baue, eher ungeeignet. So, wir sind noch nicht ganz durch. Eine Kleinigkeit gibt es da noch. Nehmen wir die da. Mhm, 22. Gut. Das ist ja nicht so viel. Noch irgendwas? Oh ja. Mhm. Ganz genau. Dann kriege ich nämlich auch eine Markierung wieder. Take it easy. Squall and Fury.
Irgendwann schiebe ich mich da effektiv hoch. Irgendwann wird das anders laufen, obwohl ich nichts anderes mache. Und ich folge definitiv auch nicht der Definition von Wahnsinn. Oh, die Truhe da hinten nehmen wir aber auch nochmal. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Wisst ihr, was ich nicht vermisse? Die PS4-Zeiten, in denen ich nur einen Gegenstand klick, 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 klick in dieser Geschwindigkeit einsammeln konnte. Boy, habe ich mich an die Quality of Life der PS5 gewöhnt. Maybe we won't take this one. Oh. Now disappear. And voila! Let's get this show on the road. And now I'll make it all disappear. Just kidding. Ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, dass sie das von mir verlangt haben. Na gut. The wind rises. Der Wind rise, aber Revengeance der auch. Déjà-vu, habe ich das heute nicht schon eingesammelt? Oder war das ein anderer Turm? Ah, ich weiß es doch auch nicht mehr. Oh. Ich glaube, wir sind fertig. So, Leute. Wir machen Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich dachte eigentlich, dass ich direkt nach der Story Schluss mache. Das mit Rise hier und ein bisschen Erkundung hat mir nochmal ein bisschen neuen Wind hinter den Segeln gegeben. Bis, ja, weil ich es vor mir herschiebe, damit ich es hinter mich bringe. Aber jetzt sind wir durch für heute. Morgen geht's weiter mit einem Stream. Es wird definitiv einer. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht mache ich Final Fantasy 14 an, vielleicht wird's Baldur's Gate. Eine Sache weiß ich. Genshin fangen wir nächste Woche an, wenn das neue Update draußen ist. Da werde ich vorher wahrscheinlich... Außer mich packt die Lust und ich will erkunden. Ich nehme nicht an, dass das passiert. Und ich nehme auch nicht an, dass ich Zelda haben will. Okay. Wenn er schon anfängt, uns zu veralbern, machen wir auch wirklich Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch... markiert habe ich's? Ja, sehr gut. Wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Sonntag, falls man sich morgen nicht sieht. Und, ja. War ein toller Stream. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Ich gehe mit dieser Meinung in Zukunft auf Twitter. Läuft bestimmt gut.